Das da drüben ist Asien und hier ist Europa. Mein heutiger Gast hat sich etwas ganz Besonderes vorgenommen. Eine Reise einmal um die ganze Welt. Und das mit nur 50 € in der Tasche. Gestartet in Norddeutschland ist er in 45 Ländern gewesen, war in Krisenregionen und hat den Pazifik überquert, ohne auch nur einmal ein Flugzeug zu besteigen. Ganze 4 Jahre war er unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Christopher Schacht. Heute ist Silvester. Du bist bei uns, wunderbar, an dem Tag, an dem man sich ganz viele neue Vorsätze überlegt, die man im nächsten Jahr umsetzen möchte. Und du hast einen Vorsatz vor langer Zeit getroffen, nämlich einmal um die Welt zu reisen. Wie hast du das geschafft, so durchzuhalten? Was war deine Motivation? Man fragt sich einfach so, wie sind die Menschen anderswo auf der Welt? Was haben wir, was uns verbindet? Was haben wir, was uns nicht verbindet? Wie sind dort die Gerüche, die Geschmäcker? Und ich bin so ein Entdeckertyp und es hat mich einfach unglaublich interessiert. Da habe ich meinen Eltern gesagt, Mama, Papa, ich würde gerne aufbrechen auf eine Weltreise in einem Jahr nach meinem Abitur. Meinten sie, ja, warten wir erst mal ab. Sowas können sich ja viele vornehmen und meistens klingt der Wunsch dann auch schnell wieder ab. Und dann habe ich mich aber ein Jahr lang vorbereitet, Impfungen besorgt. Wie hast du dich denn vorbereitet? Also richtig einen Plan gemacht, so da und da will ich hin? Oder? Ich sage immer so salopp, ich habe mich darauf vorbereitet, nicht vorbereitet zu sein. Also ich habe ein Jahr lang Spanisch gelernt, einen Nebenjob gemacht, damit mit dem Nebenjob mein Equipment finanziert, Impfungen wie Gelbfieber und die japanische Enzephalitis, sogar ganz viele Tollwut, ganz viele Impfungen. Und eins kam so zum anderen mit dem Nebenjob und der Vorbereitung, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach mal ausbrechen. Also die Deutschen, die kennen das ja, man hat seinen Terminplaner immer 4 Wochen im Voraus geplant und weiß immer, was man in jeder Minute fast machen wird. Und ich dachte, ich möchte das einfach mal für eine Zeit nicht haben und ich möchte frei sein. Und wenn es mir gefällt, an einem Ort bleiben und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich weiter und ich möchte nicht wissen, was morgen ist, sondern so in den Tag hineinleben. Also der Plan war so, keinen Plan zu haben? Der Plan war, keinen Plan zu haben. Und daraus ist aber eine Weltumrundung geworden. 45 Länder. Jetzt zeig mir mal ganz kurz, wo hast du, ich habe meine Brille natürlich jetzt nicht auf, wo bist du gestartet? Richtig, also man hat ja schon vorher so seinen roten Faden und daraus ist dann die Weltumrundung entstanden. Ich bin hier oben in Hamburg natürlich, also in Norddeutschland gestartet und dann über den Westen Europas, Frankreich und Spanien bis nach Gibraltar. Und dann dort auf den Spuren meines Namensvetters Christopher Kolumbus über die Kanarischen Inseln und Kap Verde über den Atlantik gesegelt, mit einer Segelyacht bis in die Karibik und habe dann eine Runde durch Südamerika gedreht, 1 Jahr lang, habe da Spanisch gelernt, Portugiesisch gelernt und dann in Panama im Kanal gearbeitet, bin dann als Schiffsjunge hier einmal über den gesamten Pazifik gesegelt und was man häufig nicht mitkriegt, ist, dass es wirklich die Hälfte der Welt ist. Es hat 1 Jahr lang gedauert, 31 Tage waren wir auf dem offenen Meer, sind über Inseln, die keiner kennt. Die Vanuatu hier unten, genau, Salomoninseln nach Papua-Neuguinea gekommen und dann über die Philippinen. Nicht so schnell, ja. Genau, über die Philippinen hier oben nach Südkorea, China, Südostasien, Südasien mit Indien und den Mittleren Osten zurück nach Europa. Und das Ganze mit 50 € Mit 50 € Startkapital sozusagen. Warum? Ja, also das Interessante ist, dass ich sowieso nicht das Geld gehabt hätte, um mir eine gesamte Weltreise zu finanzieren und deswegen dachte ich, dann kann ich auch gleich mit wenig anfangen und unterwegs lernen, wie das so geht. Dann funktioniert. Und warum ohne Flugzeug? Nur damit ich das verstehe. Also gibt es da irgendeinen Grund? Umweltschutz oder was ist der Grund? Verschiedene Gründe. Also einmal macht es das reizvoller, weil das Reiseerlebnis, das Gefühl von Zeit und Strecke bleibt irgendwie da. Also wenn man in ein Flugzeug steigt, dann ist es manchmal so, man steigt ein, ein paar Stunden später steigt man wieder aus und man ist an einem anderen Ort, schon fast teleportationsartig. Man weiß gar nicht, wie ist man da jetzt so hingekommen, was war zwischendurch. Und das Gefühl hat man nicht, wenn man über Land reist. Und das hat mich daran sehr gereizt, denn natürlich auch bin ich so ein Typ, der Herausforderungen gerne mag. Und als ich dann gesehen habe, okay, ich habe es jetzt ohne Flugzeug über den Atlantik geschafft, dann möchte ich das auch gerne weiterhin so machen. Und das wäre doch reizvoll, das hinzukriegen, einmal um die Welt ohne Flugzeug zu kommen und das beizubehalten. Es gibt keinen Reisebericht ohne Fotos. Ne? Natürlich. Und deswegen hast du uns auch eine ganz große Auswahl von Fotos mitgebracht. Und ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht. Hier sieht man dich auf diesem Foto in so einer Hängematte. Und wenn ich das richtig sehe, unter einem LKW. Genau, ich habe darin geschlafen, das war im Nordosten von Brasilien.
Ja, dort hat mich der Trucker 2 Tage lang mitgenommen und das heißt mit einer Übernachtung und dann habe ich einfach mit meiner Hängematte unter dem Truck geschlafen. Aber warum unter dem Truck? Ist das nicht gefährlich? Ja, falls es regnet, dann hat man ein Dach über dem Kopf, meine Sachen waren dann in der Fahrerkabine und sowas habe ich häufiger mal gemacht, also das war nicht das einzige Mal. Wie hast du es denn geschafft, mit so wenig Geld überhaupt den Pazifik zu überqueren? Ich war in Panama und das Tolle an Panama ist, dass es eben dieser kleine Kanal ist, wo jeder durch muss, der von Karibischen Meer in den Pazifik möchte. Und dann habe ich mich da positioniert und rumgefragt, wer denn über den Pazifik segeln möchte und noch ein paar helfende Hände an Bord braucht. Meine. Und habe dann recht schnell jemanden gefunden aus Südafrika, der mich dann damit an Bord Hand gegen Koje mitgenommen hat. Das heißt, er hat mein Essen bezahlt und ich habe ihm dann da geholfen und bin dann auf Tahiti ausgestiegen. Und also weil er dann in der andere Richtung weiter ist, Richtung Australien und ich wollte nach oben, nach Asien und habe dann einen Norweger gefunden, mit dem das weiterging und später dann nochmal mit einer russischen Segelyacht dann bis nach Korea. Hier haben wir ein Foto von dir, ne? Das passt ja jetzt zu dem, was du gerade erzählt hattest mit der Arbeit auf der Yacht. Genau. Ne? Du hast dich ja dann auch im Grunde genommen dann verdingt sozusagen. Richtig, also das war auf der norwegischen Segelyacht, da haben wir das Holzdeck neu gemacht. Und es war ein Haufen Arbeit. Das hier war jetzt bei 40 Grad etwa in der prallen Sonne. Und zu dem Zeitpunkt ging das noch. Später haben wir das Fiberglasdeck geschliffen. Und wer mal mit Fiberglas gearbeitet hat, also das Dämmmaterial zwischen Häusern zum Beispiel ist aus Fiberglas, das juckt ungemein. Diese ganzen kleinen Glassplitter, die einem mikroskopisch da in die Haut stechen. Wie haben denn die Menschen darauf reagiert, wenn du dann gesagt hast, nehmt ihr mich mit? Also ist das jetzt so üblich wie Trampen oder? Ich sag mal so, wenn du trampst, dann kannst du jemanden einfach nur ein paar Stunden mitnehmen und selbst wenn das jetzt nicht so gut lief, dann kannst du sagen, okay, tschüss, sehe ich nie wieder. Aber wenn du mit jemandem einen Monat oder Monate lang auf dem Boot gefangen bist, dann sollte man sich schon die richtigen Leute aussuchen und das macht auch niemand mehr, um einem einfach nur einen Gefallen zu tun, sondern das macht man schon, weil man da ein gegenseitiges Win-Win hat. Aha, hattest du denn nicht auch mal Angst? Ich meine, du bist ja dann mit Menschen zum Beispiel auf so ein Boot gegangen, die du gar nicht kanntest, die für dich völlig fremd waren. Genau, das ist nicht ganz so leicht und sowas kann auch schief gehen und das ist mir ein einziges Mal passiert, Was ist dass da ich bei passiert? Leuten mit auf dem Boot war, wo es einfach nicht gut bei rausgekommen ist, wo die Chemie einfach nicht gestimmt hat und wenn sich dann Gruppen bilden und man wird praktisch gemobbt auf so einem engen Raum und man kann nirgendwo hin, das ist dann schon ein bisschen unangenehm. Was hast du gemacht? Also musstest du dann einfach durch oder? Ich war dann in Los Roques in der Karibik, das war eine Schweizer Familie und dann habe ich die so gefragt, hey, können wir dann irgendeine Lösung finden oder meint ihr, dass es nicht geht und wenn es nicht geht, dann ist es wohl das Beste, ich bleibe hier und bin dann auf dieser einsamen Insel nicht ausgesetzt worden, aber habe mich dann durch die Umstände gezwungen, dann dort verabschiedet und das war erstmal so ein Tiefpunkt in meiner Reise und so eine Tiefpunkte gab es dann einige Male. Das gehört dazu, wenn man so unterwegs ist. Und ich habe eine Gastwirtin kennengelernt, die mir dann geholfen hat, darauf zu kommen und hat mir ein bisschen Essen gekocht und mir noch einen Platz zum Schlafen dann für die Nacht, bis der Transporter losging, besorgt. Und ich habe mich so gefühlt, als käme ich von der Hölle in den Himmel. Und, weil die sich ja um dich so gekümmert haben. Genau, richtig. Weil das, was ich vorher nicht erlebt habe, dass also Menschen praktisch gemein zu uns sind, einen ungerecht behandeln oder so. Und plötzlich gibt es Leute, die sind total selbstlos, die aufopferungsvoll und sorgen sich um dich. Und genau, das wirkt dann einfach nochmal viel extremer auf einen und das inspiriert einen auch zu dem Gleichen. Und ich war Gott dann sehr dankbar, dass das so war. Und das war auch so ein Turning Point, so ein Wendepunkt in meiner Reise gleich im ersten Jahr, das mich dann auch näher zu Gott geführt hat. Du bist auch auf den Spuren verschiedener Weltreligionen gewesen. Wir können jetzt leider nicht alles erzählen, was du erlebt hast. Du hast aber vor allen Dingen auch in Pakistan, ne, hier haben wir Pakistan neben Indien, das ja ein muslimisches Land ist, hast du Christen getroffen. Genau. Wie geht es den Christen oder der Christengemeinde in Pakistan? Genau, also Pakistan hat 2-3% Christen, die meisten hier um Karachi und Lahore rum, um diese Ballungszentren und die christgeborenen Leute in Pakistan dürfen das. Also nur wenn du dich als Muslim konvertierst, bist du des Todes. Also wenn ich mich von heute auf morgen für den christlichen Glauben entscheiden würde. Wenn du Muslim bist und das wirst du ja so geboren und dich entscheiden solltest, dann hast du laut dem islamischen Gesetz den Tod verdient oder solltest ihn bekommen. Und das ist dann natürlich die heikle Sache. Auf der anderen Seite
hat man ein ähnliches Fundament. Und also alle glauben zum Beispiel an das Alte Testament. Auch im Islam war Jesus ein Prophet und der Koran nennt Juden und Christen die Leute des Buches. Also hat man irgendwo eine gewisse Gemeinsamkeit. Dennoch herrscht dort Diskriminierung. Also Christen kriegen kaum bessere Jobs als Toilettenputzen oder ähnliches und leben dann deswegen auch in Armut und in der sozialen Unterschicht. Die Leute dort werden polarisiert wie überall unter Druck. Das heißt, die Leute, die sich dann zum Christentum wirklich entscheiden, tun das vollen Herzens und sind da richtig mit Feuer mit dabei. Also studieren viel die Bibel, lesen sehr viel, sind untereinander mit sehr, sehr starkem Zusammenhalt. Und was hat das bei dir bewirkt, kann man vielleicht sagen, also ausgemacht, mal solche Menschen oder ein solches Glaubensleben kennenzulernen? Es inspiriert. Also es inspiriert auch im Allgemeinen einfach von den Lebensverhältnissen und zu schätzen, was wir für ein geniales Leben in Deutschland haben, was wir für eine Freiheit haben. Also dass wir einfach so offen über Glauben reden können, ist ja in den meisten Ländern überhaupt nicht selbstverständlich. Ja? Ist deine Erfahrung auch? Hast du das auch mal so ein bisschen am eigenen Leibe gespürt? Na gut, also am eigenen Leibe zum Glück nicht. Ich bin nicht ein einziges Mal verhauen worden auf der gesamten Reise und auch nicht ausgeraubt worden. Ich hatte keine schlimme Krankheit. Solche Sachen sind mir Gott sei Dank erspart geblieben. Du hattest ja auf deiner ganzen Reise, die ganzen 4 Jahre hinweg, immer diesen Luxus, dass du wusstest, ich komme aus privilegierten Verhältnissen, ich bin nur auf der Durchreise und auch im Grunde genommen den jeweiligen Menschen, die du kennengelernt hast, dann in seiner jeweiligen auch schwierigen Situation zurücklassen zu können. Hat dir das auch manchmal so ein schlechtes Gewissen gemacht? Also es kommt darauf an, was man damit macht und wie man damit umgeht. Also natürlich als Deutscher kommen wir alle aus privilegierten Verhältnissen und der deutsche Reisepass eignet sich am besten, um Weltreisen zu machen, weil wir in die allermeisten Länder ohne Visum reinkommen können. Und bei den meisten Leuten, bei denen ich war, ja, es gibt viele Leute, die haben längst nicht den Lebensstandard, den wir hier genießen dürfen. Also man schaue sich nur mal um, wir haben fließend Wasser, warmes Wasser, wir haben eine Toilette, wir haben einen Kühlschrank, wir haben eine Waschmaschine, wie viel Zeit das einspart, eine Heizung, so viele tolle Sachen und die überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und wenn man Leute sieht, die sowas nicht haben, dann fühlt man natürlich erstmal mit. Auf der anderen Seite sind die auch glücklich und die leben Werte, die bei uns vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, wie zum Beispiel Familie. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Leute in Deutschland alt werden und einsam alt werden, ist das wirklich besorgniserregend und dann würden vielleicht sogar einige Deutsche lieber mit denen anderswo auf der Welt tauschen, die eine Familie haben, die sich um sie kümmert, die bei ihnen ist und dieses Gemeinschaftsbedürfnis ist einfach total groß. Um deine Frage letztendlich zu beantworten, wie man damit umgeht, ist auf der einen Seite, wenn man erstmal nicht alles machen kann und nicht allen Leuten helfen kann, auch gerade finanziell nicht, weil ich ja selber noch nicht die Mittel dazu habe, dann trage ich das vor Gott und bete dafür. Auf der anderen Seite habe ich mir fest vorgenommen, in Zukunft solchen Menschen zu helfen. Und ich bin auch mit den meisten, die ich auf der Reise begegnet habe, noch in Kontakt. Und ich würde mir wünschen, also ich bin im Moment dabei, ein Buch zu schreiben und mit einem Großteil des Erlöses würde ich gerne Bildung in Nordafrika unterstützen. Meine Freundin war da mal eine Weile mit einem Auslandsjahr und da gibt es Frauenbeschneidung. Und der beste Weg, um sowas zu verhindern, aber auch den Leuten einen besseren Lebensstandard zu ermöglichen, ist Bildung. Auf deiner großen Weltreise hast du viele verschiedene Weltreligionen kennengelernt. Aber du hast auch ein Stück weit deine eigene Religion gesucht. Kann man das so sagen? Könnte man fast so sagen. Ich würde eher sagen, dass ich gesucht worden bin und dann gefunden. Also ich bin aufgebrochen, auch mit der Intention, zwischendurch vielleicht mal die Bibel zu lesen. Also ich bin christlich aufgewachsen, aber hatte mich damit noch nicht so stark beschäftigt. Dachte, gut, Bibel ist das meistgelesenste Buch der Welt, könnte man ja mal machen. Hat mich am Anfang sehr viel Zeit gekostet, weil es wahnsinnig langweilig war ganz am Anfang. Und ich musste mich wirklich dazu disziplinieren. Und als ich hin und wieder mal gearbeitet habe, dann habe ich wirklich angefangen, die Bibel zu lesen. Einfach aus dem Interesse daraus mehr zu erfahren. Ich habe so viel auf meiner Reise erlebt, was mich dazu bewegt hat, dann doch zu glauben, hey, wir sind ja nicht die Einzigen, es gibt noch mehr. Und als ich dann angefangen habe zu lesen, war es, wie gesagt, erstmal sehr trocken, sehr langweilig und ich habe mich dann informiert und je mehr ich reingekommen bin, desto spannender wurde es. Und das war ein unglaubliches, also für mich ein unglaubliches Phänomen, weil alle anderen Bücher kenne ich, die liest man einmal und dann ist es spannend und beim zweiten Mal wird es weniger spannend und beim dritten Mal ist es langweilig. Bei der Bibel war es genau anders. Man liest sie das erste Mal, sie ist langweilig, dann das zweite Mal wird es immer spannender und je weiter man eintaucht, desto mehr Fragen hat man, desto mehr Fragen kriegt man beantwortet und desto mehr Feuer
Und deswegen studierst du jetzt, da wirst du ganz Theologie. Da wirst du wahrscheinlich noch ganz viel in der Bibel lesen. Aber jetzt möchte ich noch mal kurz zu den Fotos kommen, weil du hast so viele schöne Fotos mitgebracht. Da bist du ein Goldgräber. Richtig. Wie kommt man auf die Idee, Goldgräber zu werden? Also ich war vorher bei den Eingeborenen in Venezuela, den Varao. Und Das ist, jetzt gucken wir mal wieder auf. genau, auch wieder Südamerika. Doch. genau, Hier sind wir schon Entschuldigung. im Delta von Orinoco, hier an der Seite. Und bin dann mit Benzinschmugglern... Mit Benzinschmugglern? Ja, genau. Also in Venezuela kosten im Moment 44.000 Liter Benzin 1 Euro. Kann man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen? 44.000 Liter Benzin. Also das ist das Land mit den günstigsten Benzinpreisen der Welt. Das kriegst du praktisch nachgeworfen. Und logischerweise pumpen sich die Leute dann ihre Fässer voll Benzin, die dort in Venezuela wohnen, und bringen das in die Nachbarländer, um das gegen Zu verkaufen. Ja, um das gegen Geld einzutauschen. Hast du dich nicht damit auch manchmal ganz schön in Gefahr gebracht? Ja, also meine Mutter war damit nicht so glücklich, das kann ich natürlich verraten. Also auch gerade in der Zeit, als ich dann hier bei Venezuela war, weil diese Route für den Drogenschmuggel benutzt wird, sind auch viele Piraten unterwegs. Also Schmuggler, Piraten, was hast du denn noch zu bieten? genau. Und da konnte ich mich dann 2, 3 Wochen lang nicht bei meiner Familie melden, einfach weil es keinen Kontakt gab. Und meine Mutter wusste, dass ich in dieser gefährlichen Region bin und hat dann natürlich viele schlaflose Nächte gehabt und schon Blut geschwitzt, dass ich jetzt tot wäre. Aber war zum Glück dann doch nicht so. Und du selber, hast du nicht auch mal Blut geschwitzt? Na gut, also das ist immer so eine Sache. Man kommt meistens dort mit Leuten hin, wird dann so ein bisschen weitergereicht, lernt andere Leute kennen. Und wenn man bei den guten Menschen ist, und die meisten Menschen haben gute Intentionen, und es gibt niemand, sage ich jetzt mal 99% der Leute, die du begegnest, die würden dich nicht einfach so zusammenschlagen, ausrauben und so. Das geht einfach gegen unsere Natur des Menschen, dass wir da gewisse Hemmungen haben und selber auch nicht böse Leute sein wollen. Nur wenn wir uns irgendwie im Recht fühlen, dass wir das Recht dazu hätten, das zu machen und uns das selber rechtfertigen können, dann kommen wir zu solchen Taten. Aber wenn man dann von diesem Menschen, den guten Menschen, von einem zum anderen mehr oder weniger gereicht wird, bewegt man sich dann immer in relativ sicheren Kreisen. Und du bist jetzt wieder zurück. Ja. Ne? Nach 4 Jahren, deine Familie hat sich gefreut. Und was hast du bei dir bemerkt, wo hat sich dein Blick auf Deutschland verändert? Also Deutschland liegt mir sehr am Herzen. Ich bin Deutscher durch und durch und ich komme aus Norddeutschland und ich liebe diese Region um Hamburg herum. Ja, und sonst zu Deutschland im Großen und Ganzen, also jetzt so als dein klar. Land. Pünktlichkeit ist eine Verlässlichkeit, ist ein großer Punkt. Ist das ein Wert, der für dich jetzt irgendwie von besonderer Bedeutung ist nach diesen 4 Wenn man Jahren? damit aufgewachsen ist, ist das doch schon was Schönes, wenn man seinen Alltag planen kann, weil andere Leute sich auch einplanen lassen und verlässlich sind. Und wenn man Ambitionen hat und bestimmte Sachen erreichen möchte und umsetzen möchte in einer bestimmten Zeit, am besten noch, dann hilft es sehr, wenn man diese Regel hat. Wenn man sagt, ich möchte einfach nur ein glückliches Leben und mir ist es egal, was ich damit mache und was ich erreiche und was für Projekte ich sonst habe, das ist mir völlig wurscht. Ich möchte einfach keinen Stress haben, dann ist man in Deutschland, glaube ich, falsch. Aber was ist es, was du wirklich vermisst hast? Also wo du manchmal, keine Ahnung, irgendwo auf diesem Globus gesessen hast, meinetwegen mitten im Pazifik und dir gedacht hast, verdammt, jetzt möchte ich ganz gerne nach Hause. Was war es da, was du vermisst hast? Der Witz ist, das habe ich nie gedacht. Nein, das glaube ich dir nicht. Mal. Nein, also Kein einziges Mal? Kein einziges Mal. Keinmal Rotz und Wasser geweint und gesagt, ich will nach Hause? Nicht ein einziges Mal. Also natürlich habe ich meine Familie vermisst, aber ich war immer froh, da zu sein, wo ich gerade war. Und ich wusste auch immer, genau da, wo ich gerade war, war ich richtig. Und das gibt einem innerlichen Frieden und Gewissheit und auch Stärke. Und natürlich, wenn es unangenehm ist, dann weißt du, hey, du hast dir das ausgesucht. Das stimmt. Also du hast dir das selber eingebrockt und das ist deine Wahl. Da solltest du auch zu stehen. Genau. Du hast diesen Vorsatz getroffen, du hast ihn durchgesetzt, ne, umgesetzt. Ja. Und das neue Jahr steht vor der Tür. Was hast du vor? Gibt es einen neuen Vorsatz? Ja, also meine Freundin und ich haben uns kürzlich verlobt, die ich übrigens auf der Reise kennengelernt habe durch die Reise. Herzlichen Glückwunsch! Ja, vielen Dank. Schön! Und also natürlich, das ist ein Riesenvorsatz, das dann zu managen wohl im kommenden Jahr. Auf der anderen Seite habe ich viele Projekte vor, da jetzt weiter einzugehen. Würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Dann drücke ich dir die Daumen für die Hochzeit. Alles Gute. Danke, Julia. Und herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, genau. Und ein fröhliches neues Jahr. Ja.
Das wünsche ich Ihnen auch und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute zugeschaut haben bei So gesehen Talk am Sonntag. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie das nächste Mal und im neuen Jahr wiedersehe.